Insert bilingual greeting here. First of all, I need to start this video with a disclaimer. Some of the people participating didn't feel comfortable talking in English about the subjects at hand. Therefore, some of the parts of this video are filmed in German. Since not everybody this video will reach is fluent in German, however, or does know any German whatsoever, I wrote subtitles for this entire thing. This will be one exception because usually I don't produce content with different languages in that amount. However, this time it was kind of necessary just to be able to produce this in the first place. Für alle Leute, die Englisch nicht fließend sprechen, wäre es jetzt ratsam, die Untertitel anzumachen. Ich habe für das gesamte Video Untertitel geschrieben in Deutsch und Englisch, denn einige Teile des Videos sind auf Deutsch gefilmt, auch wegen den Leuten, die sich wohler gefühlt haben, Deutsch zu reden. Ich produziere Content eigentlich nur auf Englisch, das heißt, das wird die eine Ausnahme sein und meine Parts werde ich auch komplett auf Englisch reden. Allerdings sind viele deutsche Parts in diesem Video auch vorhanden, das heißt, es gibt auch viele Parts, wo man einfach den Leuten zuhören kann, ohne die Untertitel die ganze Zeit lesen zu müssen. I do have quite a bit I have to talk about for the introductory part, like things like, why am I even doing this video, who am I, what challenges did we have in even filming this, and stuff like that. Because none of these subjects feels like it makes sense to put after the actual interview, documentary, whatever you want to call it part. But if you want to skip all that background information and just go right into the subject, I'm gonna put timestamps so you can skip everything that I'm gonna say after right now if you want to. I appreciate if you watch all of it though. I think some of it is quite relevant information. Now, one thing I should state at the very beginning of this video as well is the fact that this entire thing was planned super spontaneously. Basically, our team was 2 to 3 people, and none of us have big platforms to even reach out to anyone. So the amount of individuals we could find for the interview portion of this video is rather small. Which means obviously we could only represent a select few labels, and we didn't really have the choice of what do we want to represent. It was more like, hey, we're looking for people and we're gonna include everybody who comes forward. If you feel underrepresented, misrepresented, unheard, or anything like that, or if you just want to add to the conversation, I will link a lot of forms down below where you can sign up for next year. Because we're already planning to do the same thing next year with more planning, a bigger team, and just more people, more representation, more of everything. So if you want to be a part of the bigger, better version or whatever, not to downplay this video, I'm sure this video was great as well, sign up for that and you'll hear from us somewhere in the future. It might take a minute because, you know, next year is still quite a bit away, but it'll happen. Now, there was actually a chain of events to happen for this video to be a thing in the first place. On TikTok, for some reason, a really weird trend started. And it's really hard to call it a trend because it's probably just a handful of people that are being very loud. But there are currently people that are kind of demanding kink to be removed from pride parades. Which, if you know anything about the history of pride parades, the kink community has always been a key player in fighting for our rights. So trying to remove them from pride parades now is not only ridiculous, it's downright disrespectful. Because that has been so loud, I decided that something has to happen. Now, I personally believe that for full transparency, one should always address past problematic viewpoints if they speak very passionately about a topic. So that's what I'm gonna do here. Before 2022, where I now went to quite a few pride parades, I only went to one once in 2017 in Hamburg. And back then I had 2 main issues. One of them was alcohol and heavy drinking, and I addressed that in my coming out video. However, while I personally am not a fan of that, I need to reiterate that the thing is, I fully understand why for some people it's just a big drinking party and nothing else. Like, I do understand where that comes from. The other thing I had an issue with is something I left out from the coming out video because at this point I already knew how problematic that viewpoint was. But because of what we're talking about, I have to address that. Back then was the first time I ever got in touch with anything in the BDSM sphere. There were quite a few people in very kinky leather outfits. And back then, me being 20 years old, had a problem with that. I didn't voice it to any of them, I kept that opinion to myself, but for some reason I had an issue with that. And I think my thought process back then was literally, why is sexual stuff like that on the streets? I think I personally was coming from the point that I was very fed up with media and stuff like that being over-sexualized.
And I was basically projecting my annoyance with that onto the people wearing these outfits. But the key issue with that, and that's still kind of the key issue with people saying that stuff still, is that it's my issue if I read a certain piece of clothing as inherently sexual. Now, for example, nowadays I'm wearing that choker once in a while. You might even have seen a video or two where I have that on. Usually it goes around the neck. And that comes also, I believe, originally from kinky subcultures. But for me, that's just fashion. That's nothing else. A lot of people wear these as fashion, but then there's people who read them as inherently sexual, which is stupid. But also, if a person reads it as sexual, that's their issue. That's, the harmless stuff. Yeah. And now I own a harness. It looks also probably kind of odd when it's folded like that. I folded it probably the worst possible way. This also comes from BDSM subcultures. However, I don't wear that in that context. I just wear it as part of my fashion, to be honest. Just wearing one of those doesn't mean it's inherently sexual. And that's what I find so strange now about whenever people have this conversation where they try to argue that, for example, kink shouldn't be at Pride because it's sexual. And it's like, it's a piece of clothing. It's so funny to me how vastly my viewpoints changed with growing up. Because again, had an issue with leather at Pride like 5 years ago. Am wearing this at Pride now. But anyway, let's get back to the actual introduction. Now, I do definitely have to address that a major part of the people that try to separate the kink community from Pride parades are white, gay men that are perceived as straight by society. And I'm not trying to attack gay men with saying that, but we have to have a serious conversation about this. I've been on social media for a long time, and this has been becoming a bigger and bigger problem. I feel like every day, where I see gay men that are basically claiming that men that wear makeup are the reason for homophobia existing. Like, that's literally a statement they do. Those men would probably say my nail polish or my rainbow hair is the reason why I would be attacked by queerphobic people, which is ridiculous and also victim blaming by definition. Now the question would be, why would anybody be doing that? And that's very simple of an answer actually. They want to keep their privilege. Because if you're read as being straight by society, you obviously wouldn't be attacked for your sexuality. And I feel like this could also get its own video because it's a very serious conversation that has to be had. However, these people are a main reason I decided to do this video. Against all of this negativity, against all of this hatred, against all of this fighting within our own community, we need to do something. We need to produce something positive, something where we're just united, something where all of us get to share our experiences. For the beginning of the interview portion of this video documentary, I'm gonna start with one question that's gonna be relevant for every single person. What does Pride Parade mean to you? Was bedeutet der CSD für dich? Für mich bedeutet der CSD ein Zeichen setzen, zu demonstrieren, an das zu denken, was halt in der Vergangenheit mal war, und einfach, dass wir alle zusammen sind. Zu zeigen halt auch, dass wir da sind. Füreinander, miteinander und ja. Ich bin Milo und das ist Jessie, oder ich bin Jessie. Milo ist 1 Jahr alt und ich bin 37. Also für mich ist CSD in erster Linie eine Demo, aber auch um Akzeptanz und Diversität zu feiern und auch andere aus der Community kennenzulernen. Hallo, ich bin Lias, ich bin 19 Jahre alt. Ich identifiziere mich als genderqueer und lesbisch und ich benutze er, ihm und they, deren Pronomen. Für mich bedeutet CSD einfach zu zeigen, dass man da ist, für Sichtbarkeit zu sorgen, für viele Menschen. Und solange es einfach noch Anfeindungen gibt oder Hass gibt, die der Community entgegengebracht wird, ist es unheimlich wichtig, dass wir sowas auch weiterhin machen. Mein Name ist Kate, ich bin 27 Jahre alt und bin halt eine Frau. Meine Pronomen sind sie, ihr.
Und ich selber definiere mich halt als asexuell lesbisch. Für mich bedeutet CSD Vielfalt und Sichtbarkeit zu repräsentieren, um auch zukünftigen Generationen Vielfalt auf einer anderen Ebene entgegenzubringen und halt zu zeigen, dass das völlig in Ordnung ist, auch von der Norm abzuweichen. Hi, mein Name ist Latifa. Ich bin 23 Jahre alt, meine Pronomen sind they, them und meine Labels sind panromantisch, demisexuell und non-binary. So joining CSD is one of the first activities that I do here in Germany. So I feel like CSD is like Germany welcoming me. Hello, my name is Irina. I come from Vietnam and I am 19 years old. My pronoun is she, her and I am asexual. Für mich bedeutet CSD, für unsere Rechte zu demonstrieren, Diversität und Vielfalt zu zeigen und auch die erreichten Ziele zu feiern. Ich bin Oreo, bin 24 Jahre alt, Pronomen er, bin der diesjährige amtierende Papi Germany. For me, CSD is a way to say, hey, we're here, we're queer, we're not about to disappear, no matter what you do. Hi, I'm Sam, I'm 25, I'm gay and a trans guy and also a romantic. Für mich ist der CSD ein Kampf für meine Rechte und für die Rechte von queeren Menschen auf der ganzen Welt. Hallo, ich heiße Raphael oder im Internet auch Tekral. Ich bin 20 Jahre alt, nicht-binär, benutze Pronomen er und they. Hallo, ich bin Marcel, ich bin panromantisch bisexuell und identifiziere mich als nicht-binärer Mann. Meine Pronomen sind er, they. Hey, I'm Lemon, I'm 25 years old. I would label myself as being demisexual and pan-romantic. I use he, him pronouns. However, I don't really identify with anything gender-wise. I mean, I guess the closest thing would be saying unlabeled, because I just really don't see myself placed anywhere at all. Before we get into the actual interviews, there's another general question I want to hear everybody answer to. How much do you feel accepted by society? Inwiefern fühlst du dich von der Gesellschaft als queere Person akzeptiert? Also im Allgemeinen, es kommt auf die gesellschaftlichen Bereiche an, würde ich mal sagen. In verschiedenen Subkulturen fühle ich mich doch sehr akzeptiert als queere Person, aber in der allgemeinen Gesellschaft eher weniger. Some days I feel more accepted than other days, but in general it just depends on my inner setting and how I feel. Das Problem ist, dass ich ja oft als männlich gelesen werde, also würden wahrscheinlich keine Probleme entstehen, aber viele verstehen das nicht, dass ich eine lesbische, nicht weibliche Person bin und das wird oft eher so ignoriert oder halt nicht akzeptiert. In der allgemeinen Gesellschaft ist das Thema relativ schwierig und ich fühle mich eigentlich nicht wirklich akzeptiert innerhalb der Community oder in manchen Subkulturen geht es. Es kommt aber auch sehr darauf an, welche Subkultur es ist. In general, I think I'm mostly accepted, at least as long as no one knows that I'm trans. With my landlord and at work, it goes well, but every now and then I have someone on the street just yelling slurs at me, throwing stuff, or even following me home. Als Mensch, wenn ich quasi einfach nur als schwul auftrete, werde ich eigentlich recht oft recht gut akzeptiert in den Umgebungen, in denen ich mich befinde. Sobald ich aber als Papi auftrete, ist diese Akzeptanz kaum bis gar nicht mehr da an vielen Orten. Also I do hang out with really cool people who are always accepting and welcome to my sexuality when I express it, but I often don't tell people that I am queer because I often feel that it would change nothing or sometimes it would bring me problems. Im Generellen fühle ich mich von der Community und in queeren Kreisen als auch in meinem Freundeskreis, der zu eigentlich 99% queer ist, sehr akzeptiert und auch verstanden. Auch als mehrfach marginalisierte Person, weil ich ja auch behindert bin. Aber außerhalb dieser Kreise und der Community ist das relativ schwierig, da ich oft, wenn überhaupt, als sexuell aktiver Mensch gelesen werde, dann als heteronormativ einkategorisiert werde oder halt als asexuell und nicht sexuell aktiv.
So speaking about the topic of gender identities, we have two people here with us that identify as male. Ironically, they're also the same two people that were there for the pub clip, but you know, that just happens when you have a small batch of people. Anyway, what I wanted to ask you is, what do you identify personally as being male for yourself? Actually, it's really hard to define. I mean, what do I... Well, my penis, probably. That's what I do identify as male right now. But I'm trying to get out of that concept, identifying certain identities with typical, how would you call it, perks and geeks. Some women or some girls could have, you know, male features as well, vice versa. So, yeah, not a big thing. Für mich ist es tatsächlich einfach, wenn eine Person sich selbst als Male identifiziert, ist das für mich der Punkt, wo ich sage, okay, ist so. Ich denke da nicht groß weiter drüber nach. So, es muss für mich auch jetzt keine unbedingt Geschlechtsangleichung schon passiert sein, dass ich das sage. Die Person ist es, sobald die den Headspace bzw. das im Kopf bereits sagt, es ist so für sie, ist es für mich genauso. Dann ist die Person für mich Male und da ist gut. Wie empfindest du denn dein eigenes Mannsein? How do I word this? What does the label mean personally for you? Like, you identify as male, but why? What does that mean for you personally? It's a tough question, I know. Yes. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, warum ich mich selbst einfach als männlich identifiziere, ist einerseits, weil ich nun mal für mich selbst finde, dass ich selbst einfach die männlichen Geschlechtsorgane haben möchte und nicht die weiblichen, fühle mich auch nun mal zum männlichen Körper an mir selbst mehr hingezogen. Ich hatte auch einen Moment, wo mal jemand sagte, ja, wenn du dieses und dieses Outfit trägst, siehst du sehr androgyn aus, das gefällt mir. Und für mich war das genau der umgekehrte Fall. Als ich erfahren habe, okay, ich sehe damit androgyn aus, das ist ein Bereich, in den ich mich gar nicht so reinbegeben will, weil ich eigentlich irgendwo dieses noch irgendwo männliche Auftreten mochte. Okay. Do you have anything to add to that, or? Not much. Or actually not at all. Okay. No. Alright. As you two are the only two female identifying people we could find for our documentary, I wanted to ask you how you, for yourself, define being female. Ich muss sagen, von dem Fragenkatalog, den wir bekommen haben, war das für mich sogar die schwerste Frage oder die am schwersten zu beantwortende Frage. Und ich bin bis heute noch nicht zu einem, ja, für mich zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Ich definiere weiblich halt schon als etwas, ja, es ist sehr gesellschaftlich bestimmt. Das Problem ist, es ist super gesellschaftlich determiniert. Und das ist auch mein Problem gewesen, als ich mich dann damit nochmal beschäftigt habe und mich gefragt habe, was bedeutet es für mich. Und an und für sich bin ich wirklich zufrieden mit meinem Geschlecht. Ich finde es auch schön, mich eine Frau nennen zu können. Für mich war die Folgefrage, würde ich mich anders verhalten, wenn ich ein Mann wäre? Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht genau die gleiche Person wäre, wenn ich männlich wäre, wie als Frau. Und mir sind wirklich was es bedeutet, weiblich zu sein, viele negative Aspekte eingefallen und aufgefallen. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich es liebe, eine Frau zu sein. Aber es hat halt viel damit zu tun, man muss sich beweisen. Ich weiß nicht, wie man sich als Mann fühlt oder als eine Person fühlt, die als männlich gelesen wird. Wenn man weiblich gelesen wird, achten die Leute halt, gerade wenn man in die Kategorie man ist hübsch fällt, eher darauf, oh mein Gott, die Person ist hübsch. Das heißt, alles, was du zu hören bekommst, ist, du bist so hübsch. Aber keiner fragt dich oder keiner sagt, oh, du bist so intelligent. Weil sich niemand so die Mühe macht, auf den ersten Blick zu gucken, könnte diese Person auch intelligent sein? Nein, da ist erstmal wichtig, oh, du bist sehr hübsch. Und dann passieren diese creepy Sachen wie, dass dir ein Fremder auf die Toilette folgt, weil du hübsch bist. Was nicht in Ordnung ist. Das ist einfach nicht gut und nicht okay. Und man darf das nicht machen, nur weil eine Person weiblich ist, zu sagen, ich kann dieser Person jetzt überall hin folgen, weil ich eher nur sagen möchte, dass sie hübsch ist. Es wird sehr, sehr oft halt sexualisiert und dennoch gibt es halt so Aspekte, wo ich sage, das ist rein weiblich und das ist sehr positiv. Einfach dieses, ich weiß nicht, ich habe viele Frauen kennengelernt, die wirklich emotionaler sind als die meisten Männer. Wiefern das gesellschaftlich beeinflusst ist, vermag ich jetzt gar nicht zu sagen an der Stelle. Aber dennoch gibt es viele Frauen, die halt sehr empathisch sind, die viel Mitgefühl für andere Menschen aufbringen können, die gute Zuhörerinnen sind. Und die auch einfach irgendwie relativ gefühlsbetont an Sachen rangehen. Zumindest die Frauen, die sich wirklich als weiblich charakterisieren und auch
nicht nur lesen lassen, sondern halt auch selber sagen, sind weiblich. Das sind dann doch auch Werte, die irgendwo wichtig sind. Deswegen würde ich sagen, das bedeutet für mich halt irgendwie auch weiblich zu sein, dass man eben halt nicht nur das Aussehen und die Attribute einer Frau hat, sondern vielleicht dann auch noch diese Empathie mitbringt, manche Gaben mitbringt, vielleicht zuzuhören oder halt andere Attribute, die einem zugeschrieben werden, die man sich selber auch zuschreibt. Und doch ist das etwas sehr, sehr Subjektives, was man für sich selber als weiblich wahrnimmt. Es ist ja nicht nur dieses, man trägt vielleicht Kleider, man hat vielleicht eine Taille oder irgendwie Brüste oder so, die genau das ausmachen, sondern es ist dieses, ich sehe mich als weiblich in einer Welt, wo es halt schwierig ist, eine Frau zu sein, wo man sich als Frau immer und immer wieder beweisen muss und immer wieder sagen muss, ja, ich bin vielleicht hübsch und ja, ich bin vielleicht eine Frau, aber ich bin genauso viel wert wie ein Mann. Ich kann genauso hart arbeiten wie ein Mann, vielleicht sogar härter, weil ich es muss, um zu beweisen, dass ich es als Frau wert bin, nicht nur als ein sexuelles Wesen gesehen zu werden, sondern wirklich als eine Person, die gesellschaftlich etwas bewirken kann. Und das finde ich sehr, sehr, ja, es ist sehr kraftvoll. Frauen haben da natürlich einen viel schwereren Weg zum Teil. Ich möchte da gar nicht sagen, dass andere Geschlechter das nicht haben, aber wenn man als Frau gelesen wird, hat man halt sofort diese Vorurteile mit drin. Ja, als Frau bist du halt die Person, die Kinder gebären kann. Das können männliche Personen, also rein vom Geschlecht männlich geborene Personen nicht. Und das ist die Rolle, die einem halt zugedacht wird von großen Teilen der Gesellschaft. Und sich dagegen zu stellen und zu sagen, ja, das ist vielleicht ein Aspekt, den eine Frau haben kann, aber das ist nicht das, was mich als Frau ausmacht. Das finde ich doch sehr wichtig. There's many points that I have to agree with Kate. I also feel that is the most difficult question that will be in the video today. But since being born, I have always feel that I am female, and I am happy with being female, despite there are still like many issues that I have to deal with in my life. But I can't really imagine how things would be if I am male, although I think in some way I would face less prejudices and like, yeah. So geil. Jo, jetzt sitze ich hier mit mehreren Leuten, die sich außerhalb des binären Spektrums definieren. Auch da gibt es sehr viele unterschiedliche Label. Und vielleicht starten wir, indem wir da kurz einige mal definieren. Also zum Beispiel non-binary, genderqueer. Everything that anyone here identifies with, basically. Yes. I identify as non-binary, which basically means I don't identify as a person who is seen in the binary spectrum, which means as male or female or in between this, but I identify as non-binary, so out of the binary system. Also ich als non-binary Male würde das für mich so definieren. Also es gibt auch ein Wort dafür, das ich aber für mich als Label nicht so gerne claime, nämlich Demi-Boy. Aber ich bin halt kein Boy, obviously, und deswegen bin ich einfach nicht binär maskulin. Und das bedeutet einfach, ich fühle mich manchmal männlich, aber halt auch manchmal nicht. Und dann aber auch nichts anderes. Ich identifiziere mich als agender bzw. genderneutral. Ich beschreibe das gerne so, dass ich zwar für mich weiß, dass ich ein Geschlecht habe, was nicht im binären Bereich liegt, es aber wie eine Farbe ist, die nur ich sehen kann und es niemandem so wirklich beschreiben kann. When it comes to gender, I'm just unlabeled. Like, I feel like I never really had a label that fit, and therefore I just decided to just leave the entire thing behind me in a way. Ja, ich identifiziere mich als genderqueer. Ist so ein bisschen schwierig zu beschreiben, würde ich sagen, aber für mich ist das irgendwie alles und nichts zugleich. Also irgendwie gehört es ja zu nicht-binär dazu. Ja, weil ich halt weder Mann noch Frau bin, aber irgendwie es ist halt ja maskulin, feminin, irgendwie alles zusammen und alles nicht. Das ist so ein bisschen, ich nenne es gerne Genderfuckery und ja, so würde ich es beschreiben. So, I identify as non-binary. I usually say I'm 70% male, and the leftovers are just
a weird thing that's kind of feminine, but not entirely. It's difficult to describe. Als weitere Frage hatten wir, inwieweit ist euch die Selbstidentifikation mit eurem Label wichtig? Macht ihr das eher nur so an biologischen Sachen fest? Oder ist das halt eher so ein gesellschaftliches Ding? Also quasi, was ist dein Geschlecht für dich so? Is it biological, is it societal, both, none of the above? Das steht doch da. Guck mich nicht so an. Yeah, but you didn't read like the line below it. That is kind of explaining that. Because the question was kind of also asking how do you behave in rooms that are still separated by sex, as in, for example, toilets and changing cabinets and stuff like that. Like, where do you place yourself there? Because that's kind of a tough subject, to be honest. I don't have a problem with toilets because I can use the disabled restroom. Benutzt du die Männer- oder die Frauentoilette? Ja, weder noch. Ja, warum? Ja, weil behindert. So. I don't have a problem. Ja. Ja, keine Ahnung. Für mich ist Geschlecht generell ein soziales Konstrukt und gehört deswegen halt auch einfach aufgebrochen. So. Und für mich ist auch einfach meine Identität und meine Identifikation gesellschaftlich wichtiger als anhand meiner Biologie, weil meine Biologie ist eindeutig weiblich, was halt für mich nichts daran ändert, dass ich non-binary bin. Für mich ist Geschlecht eine Sache, die man sowohl als soziales Konstrukt sehen kann, als auch als Biologie. Wobei ich den biologischen Aspekt gerne auf das Gehirn beziehe, weil das Gehirn ist ja quasi das Zuhause unseres Selbst. Und wenn wir uns als nicht-binär identifizieren, ist unser Hirn dementsprechend auch nicht-binär. Und das macht uns zu nicht-binären Menschen mit einem nicht-binären Körper, auch wenn wir anders gelesen werden. In Situationen, wo es darum geht, eine Umkleide oder Toilette zu benutzen, ich weiß, dass ich als Mann wahrgenommen werde, männlich gelesen werde, deswegen gehe ich noch in diese Räume, obwohl ich dazu sagen muss, dass sich das nicht schön anfühlt und ich mir eine Alternative durchaus wünschen würde und ich mich auch jedes Mal freue, wenn es eine neutrale Alternative gibt oder erst gar nicht darauf geachtet wird zwischen männlich und weiblich, sondern einfach Umkleidekabine oder... Es gibt Toiletten. Toiletten, ja. Zu Geschlecht kann ich mal noch sagen, da ich auch Transgender bin, ich fühle mich ehrlich gesagt eher sehr unwohl, wenn ich in Abstand zur Toilette muss oder mich zum Beispiel das Schwimmbad umziehen müsste. Weil, ja, wo soll ich hin? Auf den Papieren steht nochmal als Geschlecht drauf. Heißt theoretisch nur zwischen Frauen. Aber ich werde weder als Frau gelesen, noch bin ich eine Frau. Und wenn ich zur Männerumkleide gehe, bin ich in Gefahr, auch eventuell verprügelt zu werden. Ja, bei mir ist das noch ein bisschen, ich würde sagen, ja, nicht komplizierter, aber ein bisschen anders, weil ich mich vorher als Transmann identifiziert habe und ich hatte auch die Mastektomie und ich habe auch meinen Namen und Geschlecht geändert, heißt auf dem Papier würde halt männlich stehen. Ich gehe halt auch auf die Männertoilette und in die Männerumkleide. Ist jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht das Schönste, aber es ist halt weniger schlimm, als wenn ich jetzt auf die Frauentoilette gehe, was glaube ich auch nicht so, weil ich männlich gelesen werde, ist es halt vielleicht nicht so cool, aber ich weiß nicht, also von damals, so vielleicht auf der in der Frauenumkleide würde ich mich vielleicht doch wohler fühlen, also wenn jetzt nur die zwei Optionen gibt, als in der Männerumkleide, aber ich sag mal so, ich habe mich so dran gewöhnt, also es gibt halt meistens keine Alternative deswegen. Und bei Umkleiden hat man ja oft noch das Ding, also gerade so im Schwimmbad, dass es jetzt so diese Einzelkabinen gibt, die nicht gegendert sind, ne? Aber so, ich sag mal, wenn man noch Schüler ist, ja, was macht man dann? Da muss man immer in die Sammelumkleiden. Or if you go to the gym, for example, I mean, I wouldn't really have much of a choice between option A and option B in the gym, to be honest. Obviously, ich war noch nie im Gym, aber... bei dem Punkt mit den Einzelumkleiden bei Schwimmbädern, beim letzten Schwimmbad, in dem ich war, waren diese Umkleiden allesamt winzig. Da hätte jemand mit einem Rollstuhl absolut keine Chance.
Ja. Und selbst ich als nicht gerade dünne Person, als große Person hatte da meine Schwierigkeiten. Als ich da rauslaufen wollte, bin ich auch voll gegen die Stange geknallt. Also man muss auch darauf achten, dass die Struktur, auch wenn sie dann nicht gegendert ist, für alle Menschen zugänglich ist. Das ist verdammt wichtig. Die Sache bei so nicht gegenderten Umkleiden ist aber auch oft, also ich sehe das oft, dass es Einzelkabinen sind, aber trotzdem gesagt wird, der Bereich ist für Frauen, der Bereich ist für Männer. Da sehe ich halt auch das Problem drin. Das habe ich so noch nie, aber ich war auch schon ewig nicht im Schwimmbad. Ich sehe das immer nur so. Also ich habe Fußball gespielt ganz lange und nur in einer Damenmannschaft halt und bis ich halt Geschlecht auf Papier und so geändert habe, musste ich halt sozusagen da spielen. Jetzt wäre ich halt gezwungen, bei den Männern zu spielen, wo ich mich aber nicht wirklich wohlfühlen würde. Deswegen habe ich halt mit Fußball jetzt leider aufgehört, aber voll schade. Ja, wobei ist halt Mannschaftssport. Einfach ein Non-Binary-Verein gründen. Ja. Wobei Schulsport jetzt nochmal eine ganz andere Kiste ist, allein schon, weil dort verallgemeinert wird, was man erwartet und halt nicht nach der erbrachten Leistung oder Willenskraft benotet wird, sondern nach dem, was man im Vergleich zu anderen kann. Ja. Und Entschuldigung, ich bin als Mensch, der noch nie wirklich Fußball gespielt hat, halt nicht so gut im Fußball wie andere MitschülerInnen, die halt schon jahrelang im Verein sind, dass ich dann, obwohl ich mein Bestes gebe, eine 4 bekomme und andere, die das schon jahrelang tun und nebenbei so ein bisschen spielen, um halt den anderen jetzt nicht den Ball ständig wegzunehmen und dafür eine 1 bekommen, also das ist halt schon nochmal eine Note für sich, im wahrsten Sinne. Da ist auch noch, wir hatten auch mal so Laufen und da werden die Noten ja festgemacht, wie viele Runden du in wie vielen Minuten gelaufen bist und dann wird halt auch bei Frauen gesagt sozusagen, ja, wenn du so und so viele Runden schaffst, dann kriegst du die Note in der Zeit. Und bei Männern ist halt, also das ist nochmal unterteilt und das fand ich auch so. Ja, diese Unterteilung in männlich, weiblich beim Sport ist ja sowieso ein großes Thema, auch in Bezug auf Transidentitäten und so. Also das ist halt, da kann man fast ein eigenes Video drüber drehen. Yeah, that's the thing. Like in America, there was a certain law where they say like you have to have received a treatment at a certain age, but at that age it is legally impossible for you to have received any treatment. Where it's like, so you're just saying they can't, basically, because there's no reason they would get that access anyway. Wir suchen Arbeitnehmer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren mit 10 Jahren Berufserfahrung. So the topic of being lesbian was one of the ones where I had a bit of a struggle to find a proper question for, but then one thing came to my mind that is very important. How do you yourself perceive the media representation and also like the existence of just spaces to be at for non-men loving non-men in comparison to men loving men? Also erstmal die erste Frage war ja Media. Mittlerweile, das muss man ja wirklich zugutehalten, gibt es auch einige Serien und Filme, wo ich sagen muss, die sind gut und da wird das auch gut dargestellt mit dem Woman Loves Woman, aber trotzdem ist es überwiegend immer noch eher auf Man Loves Man fokussiert und auch sehr stark fokussiert und ich muss sagen, es gibt viele Filme mit lesbischem Inhalt, die einfach nur schlecht sind. Egal, ob die Schauspieler es schlecht dargestellt haben oder das Topic halt einfach irgendwie nicht richtig behandelt worden ist. Es gibt sehr, sehr wenige gute Filme und Serien, wo ich sagen muss, da wird eine lesbische Beziehung gut dargestellt. Und noch schlimmer ist es, wenn man sich da mal anguckt, welche Locations es eigentlich gibt. Das beste Beispiel, ich war in Köln mit meinem besten Freund feiern zu Karneval und es gab eine einzige lesbische Bar und ich glaube 5 oder 6 Gay-Clubs. Was ja doch ein ziemlich ernüchterndes Ergebnis ist, wenn man in einer großen Stadt ist wie Köln, denkt man ja, da gibt es mehr. Nein, mit der Begründung, dass Frauen ja schneller eine Partnerin finden und dann nicht mehr feiern gehen, weil sie, dieses Klischee, sie ziehen ja dann sofort zusammen und dann war es das, so nach dem Motto. Also es gibt mittlerweile einige auch sichere Spaces für Frauen, auch für Frauen, die halt lesbisch sind, also gibt es auch Plätze und Orte, aber doch relativ wenige. Und ich würde mir da wünschen, dass das etwas ausgeglichener wäre und man nicht ein Klischee aufmacht und sagt, Frauen gehen eh nicht mehr feiern, sobald sie eine Partnerin gefunden haben. Ja, jetzt nochmal zu dem Media.
Was ich auch oft sehe und mitbekomme, ist natürlich, dass viele Serien gecancelt werden. First Kill. First Kill fand ich auch total schade. Ist sie gecancelt worden? Ja, zweite Staffel. Nein. Entschuldigung. Das ist immer sehr schade, vor allen Dingen, weil also Netflix kann nicht mal als Grund sagen, ja, das war nicht beliebt, das hat nicht genug Geld eingenommen, weil es eben beliebt war und jeder eigentlich eine zweite Staffel dazu haben wollte. Genauso wie I'm Not Okay With This wurde auch die zweite Staffel gecancelt. Ich habe einen einzigen guten Film bisher gesehen, wo ich wirklich sagen muss, der hat mir auch gefallen. Happiest Season heißt der, glaube ich. Und da fand ich, da ist das sogar schön dargestellt worden, weil einfach auch mal eine Frau gezeigt worden ist, die sich halt vor ihrer Familie geoutet hat und welche Schwierigkeiten es auch für Frauen mit sich bringt, wenn man sich outet. Und halt nicht nur für Männer in dem Augenblick. Und das fand ich wirklich gut dargestellt. Aber das ist halt wirklich eine Ausnahme. Ach ja, und dazu noch vielleicht, ja, man sieht ja Heartstopper, wird ja auch, also ist ja auch sehr beliebt, aber da wird es halt nicht gecancelt. Das ist halt so ein bisschen klar, traurig, ja. dass es halt so, das eine so überwiegt. Also, ja. Ich weiß nicht, wirklich gute lesbische Beziehungen sind ja meistens mehr so in Serien beispielsweise so als Nebenprodukt quasi. Der Charakter ist zwar da, aber er ist nicht wichtig. Man braucht einfach einen queeren Charakter, so fühlt sich das manchmal an. Ich glaube so, die einzige Ausnahme von der Serie, aber als Person, die natürlich nicht in diesem Label ist, ist es natürlich schwierig zu beurteilen. Die einzige Serie, die mir einfällt, wo es mir relativ positiv vorkam, war The 100. Weil da halt alle Sexualitäten als sehr neutral dargestellt worden sind. Und das war nie richtig thematisiert, sondern einfach, es ist da. Doch, das fand ich auch sehr gut davon. Also wo ich persönlich das auch gut dargestellt fand, war einfach Buffy, um mal eine der wirklich alten Serien zu nennen, wo wirklich gay sein oder lesbisch sein als sehr natürlich durchaus gezeigt worden ist. Ich meine, die Leute haben darauf reagiert, aber dadurch, dass es in den 90ern gedreht worden ist oder Anfang der 2000er, war das schon wirklich sehr gut dargestellt im Vergleich. Speaking on the topic of being gay, I have a question that is maybe not necessarily difficult to answer, but that is more, let's say, controversial. Which problems do you see in the gay community and how comparable are they to problems you see in heteronormative society? I think I see the problem actually in when it comes to the part where we put ourselves into boxes as being gay or being lesbian or being this. And if we all see us as human being, it wouldn't be a problem. But putting it in these categories may cause a problem. The main issue I noticed was that you can actually compare it to how women are viewed in heteronormative society. The perfect gay man has to be white, thin, muscular built, and should be tall. And have a huge, obviously. In my case, I'm trans, I'm short, I'm chubby, and yeah, there's something missing. Every single time I've tried, for example, to have a hookup or something like that, people kind of expected me to look a certain way. Or they would just say, yeah, you too chubby. You too fat. Yeah, I don't like how you look. And I was put away. Or while looking online, I like to look at fashion blogs. Just have an idea what could be a good combination. Just try something new. I barely ever see someone who's a bit on the heavier side, who isn't white, or isn't just tall and lanky. Ja, ich glaube, gerade das ist auch ein Problem, welches wir oft auf CSDs und anderen Veranstaltungen anprangern, ist die Akzeptanz von außen. Und in der eigenen Community haben wir eben diese Standards, die wir meinen, die eingehalten sein müssen. Ein Schwuler muss sich so und so verhalten. Als Transmann muss man so und so aussehen. Als Pansexueller musst du das und das mögen. Als Bisexueller musst du aber mit beiden jetzt schon zusammen gewesen sein. Nein, du kannst auch bisexuell sein und sagen, ich war aber bis jetzt nur mit Frauen zusammen. Es schließt sich nicht aus. Und das sind eben Sachen, die wir zurzeit nach außen oft fordern, uns selbst in der Community doch untergehen lassen. Another issue I've noticed with gay space, especially with being homosexual, it is hypersexualized. You don't really have a space in which you can meet up with other gay people or queer people and just be like, hey, let's have a drink or go to movies. Just be platonic, just have fun. It's usually just, yeah, let's meet up, and next moment
they're groping you and just asking, hey, what position do you like? And if you say, no, I'm actually just here to have a good time, to just meet with people, they're disappointed. Using apps isn't the best idea. I can agree on that. There probably are a lot of other ways to do this. But hey, I'm shy. I don't like to meet people in real life most of the time. Some people will just send you a dick pic and expect you to respond to that. Or what I had a few times now, they'll send you a location. What am I supposed to do with that location? I mean, first, I live 200 kilometers away. What do you expect from me? I just really appreciate it if we could just meet up, have a drink, go to the movies, and just think nothing out of it besides, yeah, let's have fun in a non-sexual way. Wie würdest du Pan und Bi unterscheiden? Oder wie oft begegnen dir Fragen diesbezüglich im Alltag? I feel like defining the difference between pansexuality and bisexuality is something that people aren't 100% always on exactly the same board, depending on how they define bisexuality. However, the key difference to me personally is that with pan, gender plays no role at all. You just love the person. Whereas with bisexuality, no matter how you define it, gender plays a role. Ja, ich gucke nicht auf das Aussehen, ich gucke nicht auf das Geschlecht. Ich gucke halt auf die Person. So, und entweder zieht mich die Person romantisch und sexuell an oder sie tut's halt nicht. Ja. Ja, und halt eben, ne, ist das nicht das Gleiche wie Bi? Weil viele Leute gar nicht so aware sind, dass es bei Bi zwar vom Namen her um zwei Geschlechtsidentitäten geht, aber auch im Bi-Manifesto, was irgendwie von 80 ist, oder also 86 oder irgendwie sowas ist, steht schon drin, 2 oder mehr. Ja. Und das ist allein schon so die Grunddefinition. Aber die meisten Leute gehen, weil man als Vorsilbe Bi nun mal eben dann davon ausgeht, okay, du gehst von männlich und weiblich aus und das sind schon alle. Warum braucht man dann noch Pan? Weil Bi ist ja schon alle. So, ja, ne? Und dann ist halt auch noch die Sache, ich höre auch oft, dass, wenn man sagt Bi, das ist dann männlich und weiblich. Und Pan, dann stehst du ja auch auf Transmenschen. I had that, like, I'm very politically active on TikTok, and I had, like, one TikTok where I stated that I'm pan-romantic, and then somebody literally commented asking me if I ever had anything with somebody who's trans, or if I'm not actually bi and just trying to be politically correct, where I'm like, that is such a weird statement to begin with, because this is first of all assuming that bisexual people would be transphobic by definition, because, like, trans men are men, trans women are women, so like how would that even classify as something separate to begin with? That's bullshit. And I feel like a lot of people are making that misconception though, a lot of people misunderstand that. Yeah, and a lot of people misunderstand that the term trans persons include non-binary persons under the umbrella too. Yeah. So they have the misconception that bi people are non-binary phobic. Right, yeah, true. Fühlst du dich mit deiner sexuellen Identifikation medial repräsentiert? I don't think I ever paid attention to pan characters, to be honest, in anything, so I can't even answer this question. So I pay attention a lot to these things because it's something that comes to my head. It's quietly not enough. So I do know that there are some pan characters where it's mentioned they are pan. Also that there is not mentioned they are pan, but it's basically described. So but it's quietly just not enough. Ich kenne nicht ein Beispiel, wo Pansexualität in klassischer Media, Film und Serie oder so irgendwie angesprochen wurde. Es ist mir schon wichtig, dass generell in Media alles repräsentiert wird und ich freue mich über jede Repräsentation, aber wie gesagt, mir fällt halt einfach nichts ein, wo es das gibt. Ich würde es mir aber wünschen, dass es das gibt. Also the thing is as well, I feel like even when technically there could be a pan character present in a movie or a series, there's like this
societal ignorance coming with it again, where like he's just they bi. call it bi, Yes. but like for example in the 100 then again there was this one character who had relationships with either gender, and it wasn't ever really specified thematically, like that person could also be pan, but since that's not a thing ever spoken about, Everyone you just assumes run she's with just bi. she's bi and that's it. Es gibt halt einfach Menschen, die würden das nicht verstehen. Die verstehen halt einfach den Unterschied nicht. Es gibt so Leute, da weiß ich, okay, ich kann sagen, ich bin pan, weil die das verstehen, aber ich habe eigentlich auch meistens keine Lust, das irgendjemandem zu erklären. Oder wenn ich Lust habe, dann weiß ich, es wird entweder irgendwann der Moment kommen, wo man aufgibt, oder ich habe halt einfach nicht die Kraft, das irgendwie jetzt durchzuziehen oder so. Aber eigentlich sollte man das mehr tun, das stimmt schon. Also ich bin immer so, ich erkläre das und dann sind die so, ja dann bist du, ich brauche nur sagen, ja ich bin nicht straight, und dann sind die so, ja dann bist du also bi, und du bist so, actually nicht. Is my hair still visible? Yes. Ich sitze jetzt hier mit 4 sehr unterschiedlichen Personen aus dem asexuellen Spektrum. Im asexuellen Spektrum gibt es sehr viele unterschiedliche Begriffe und Definitionen. Vielleicht möchtet ihr selber die mal einteilen und definieren. So the 3 main terms you should know would be asexual, demisexual and grey sexual. Whereas the main difference there would be asexual means you just have no sexual attraction at all. Demisexual means you have sexual attraction once there is a strong emotional bond. Like that's necessary for you to even develop sexual attraction to begin with. Doesn't even mean that you necessarily develop sexual attraction when you have an emotional bond, but like that's the only reason that can happen. And then grey sexual would mean you're technically asexual 99% of the time, except that one random time you're suddenly attracted to someone. Woran habt ihr gemerkt, dass ihr demisexuell oder asexuell seid? I always knew I was asexual, to be honest. Like even back in, I don't know, 7th grade, I was talking about the fact that I would only ever want to have a platonic relationship. That was just always a given for me. And it's like, even though I wrote that question myself, but like I only put it in because that's what a lot of people ask, but it's such a strange question to me. It's like the same as asking somebody, how did you realize you're gay? Because I'm attracted to that person, and it's the same like I realized that I'm not attracted to anyone. Demisexual I only realized like last year. Like I always thought I was fully asexual until that one person came into my life. And I feel like some people I don't even want to tell that, because you would end up getting really weird comments along the ways of you only need to find the right person and you're not asexual anymore. But like I have no attraction to anyone except that one person. Ich habe halt einfach gemerkt, so One-Night-Stands oder so mal sich treffen für eine schnelle Nummer ist halt für mich nicht drin so. Für mich ist halt so, okay, bevor man sich nicht kennt und bevor man nicht ein bisschen emotionally gebunden ist, läuft halt gar nichts so. Since I am aware about it, and it has been a long time ago, but I have always been aware that my demands for sexual activities is always lower than the average, and it's always near zero. But it has not been a question for me because of the like cultural background, and like sometimes it's a taboo, and because I'm at that time I have not come of age yet, but since I am 18 years old, I still often think about that problem, that question, and I still realize that sexual activities are something that I don't really need that much. It's not necessary for my life. So it was that time when I realized that I am asexual. Ich muss etwas weiter ausholen, denn ich wusste leider nicht von vornherein, dass ich asexuell bin. Ich habe sogar relativ spät erst überhaupt von dem Begriff der Asexualität und dem Spektrum des Asexuellen oder der Asexualität erfahren. Ich hatte wirklich lange damit zu kämpfen, dass ich gar nicht wusste, was für mich war das Gefühl da, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Und ich habe in meinen Teenagerjahren bereits gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Alle waren plötzlich zu irgendwem angezogen oder haben Beziehungen angefangen, haben darüber gesprochen, dass sie Sex haben wollten, und ich saß daneben und dachte mir so, okay, ich habe noch nicht mal herausgefunden, welches Geschlecht ich interessant finde. Ich habe dann lange gedacht, ich bin einfach lesbisch, aber mir hat auch da irgendwas gefehlt. Ich konnte nie greifen, was das überhaupt bedeutet. Ich finde jemanden, um es mit dem Begriff, den ich immer noch nicht verstehe, der mir schon häufig erklärt worden ist, hot oder heiß, ich finde jemanden heiß. Ich sitze daneben und denke mir so,
Was genau meinst du damit? Wie darf ich das verstehen? Was bedeutet es, jemanden sexuell anziehen zu finden? Ich wusste es nicht, habe es nicht verstanden. Und deswegen hat für mich halt weder hetero, noch lesbisch, noch bi gepasst, weil ich halt überhaupt nicht wusste, was bedeutet das denn? Und für mich war es so eine Erleichterung, durch Zufall in einer Dokumentation über den Begriff Asexualität zu stolpern und zu sehen, dafür gibt es ja doch irgendeine Erklärung. Ich bin gar nicht der einzige Mensch, der so empfindet. Ich war dann auf vielen Websites, habe mir da einiges durchgelesen und habe dann für mich begriffen, oh, alles ist okay mit mir, ich bin einfach nur asexuell. The hot comment made me giggle because I never understood that term myself. I still am so confused by that word. I'm like, what does that even mean? Secondly, I am very active in the asexual community in Germany, and therefore I know a lot of stories like these, and I know a lot of stories of people that forced themselves into sexual relationships just because they thought they had to be that, which is really sad if you think, well, yeah, but like, I feel like it's even worse in that specific area, and it's like, it's really bad. No, I meant like, everyone does sex, so I have to. Oh, right, yeah. Also das Schlimme ist halt einfach, ich bin halt auch auf asexuellen Plattformen unterwegs, so auf Facebook so, zum Beispiel, da gibt es halt 2 oder 3, die ich kenne, und du liest so viele Geschichten, wo Leute einfach aufgegeben haben, obwohl sie wissen, dass sie asexuell sind, weil es einfach nicht anerkannt wird, dass da Leute sind, die trotzdem Sex haben wollen und die dich dann in diesen Foren sogar belästigen quasi, wo du eigentlich denkst, es ist ein sicherer Platz, ein sicherer Ort für uns, also für Leute, die halt einfach keine sexuelle Anziehung empfinden. Und selbst da hast du manchmal Probleme. Und dann liest du halt so Geschichten, dass Menschen versuchen, mit sexuellen Personen eine Beziehung anzufangen und dann ihre Bedürfnisse nach hinten stellen. So nach dem Motto, ich habe jetzt das Glück, ich habe einen Partner gefunden, der möchte das nur einmal die Woche. Dem reicht es einmal die Woche. Und du sitzt ja da so drüber und denkst so, das lässt du dir gefallen? Und du handelst doch entgegen deiner eigenen Wünsche, entgegen deiner eigenen Instinkte, nur um eine Beziehung haben zu können. Als ich meine allererste Beziehung hatte, war ich schon überfordert, dass mein damaliger Freund, damals wusste ich noch nicht, dass ich lesbisch bin, mich küssen wollte. So nach dem Motto, ja, das gehört doch dazu. Und du warst so, und ich so, das gehört dazu? Ich habe darüber nicht nachgedacht, bis du mich gerade geküsst hast. Schön, dass es dazugehört. Gut, dass das ein Konsensding ist, das ich irgendwie nicht begriffen habe. Even people that are asexual and are in technically asexual relationships end up getting pressured into doing stuff they don't want to do. And like, in my situation, I was really lucky that I then figured out that I'm demisexual and I'm okay with everything that went on. But like, with that person I'm with, we had conversations about that before, and like, that person was very careful to not break any boundaries. A lot of the time it's not really the case. Like, a lot of the time the person doesn't really care and just starts doing whatever. Ich hatte auch schon Glück. Ich habe auch eine Partnerin gehabt, die ebenfalls asexuell ist, und selbst da haben wir halt gemerkt, wie unterschiedlich auch in einer asexuellen Beziehung einfach die Grenzen sind. Also ich persönlich hatte jetzt schon 3 asexuelle Beziehungen und es war so unterschiedlich, man kann es sich gar nicht vorstellen. Manche Menschen wollen noch nicht mal kuscheln, bei anderen ist die Grenze halt sehr, sehr viel weiter verschoben. People miss that there's a difference between being asexual and not having libido, which is also like a huge difference, which also is why some people that are asexual still have sex and some people do not want to. The other thing that most people are confusing is there's a huge difference between sexual attraction and romantic attraction. Yeah, obviously. The ace community personally taught me so much about different levels of attraction. That's the thing as well, like, people could be bisexual but then pan-romantic, for example. And I feel like outside of the ace space, that's not really talked about, even though that would be relevant for every single person, because your sexual and romantic attraction doesn't have to align. Also, ich habe letztens ein Interview gegeben, das war vor 2 Tagen oder so, zum Thema auch queer und behindert sein, und dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin panromantisch und demisexuell, und dann habe ich halt auch erklärt, so ja, ich kann halt, ne, so One-Night-Stands oder wenn ich auf Dating-Plattformen bin, Alter, ich hasse es. Du wirst angeschrieben und bist so, die sind so, was machst du? Bist du so, ja, ich lieg im Bett, ja, hast du noch einen Platz frei? Bist du so, geh weg, Alter. Oder die Leute, die anfangen mit, kannst du eigentlich Sex haben? Und wenn ja, wie funktioniert das? Und du bist so, That's a very interesting question to start a conversation with. Ja, genau. Ja. Oder auch einfach random people hier auf dem Weg in der Bahn. Du bist so, du sitzt so in der Bahn, die sind so, ja, darf ich sie mal was fragen? Du fängst schon so an, denkst dir so, nee. Du bist so, ja, okay. Und dann sind die so, ja, also, wie haben sie eigentlich Sex? Und du bist so,
who are you to ask? Who are you? Like, why did you ask that to a random person you meet on the I train? won't ever see you again. Why are you asking this? This is so. And I feel like that's a huge awkward. societal problem in general, because people are so obsessed with the topic of sex that when you're asexual, you feel kind of lost in a way sometimes, because it's like, that's not a topic I want to talk about with anyone randomly. Yeah, the point is, every time I get asked this, I'm just like, how about you? How do you have sex? And they're just like, yeah, why are you asking? And I'm just like, yeah, why are you asking? They don't get that's a strange question to ask until I ask them back. Ja. Es ist ja auch schon so, wenn man auf Dating-Plattformen unterwegs ist, das reicht ja quasi schon. Wenn du auf keiner rein asexuellen Plattform unterwegs bist, bekommst du manchmal so komische Fragen gestellt und du denkst dir so, würdest du das einen Menschen, der Sex hat, auch fragen? Oder ist das jetzt einfach nur, weil ich angegeben habe, dass ich asexuell bin, dass du jetzt meinst, dass diese Fragen berechtigt sind? Ich möchte nicht wissen, dass du keinen hochbekommen kannst. Das ist keine nette Frage, mit der du eine Konversation startest, vor allen Dingen nicht mit einer asexuellen Person. Stört es dich, wenn ich keinen hochbekomme? Ja, ist mir doch egal, was dein Problem ist. Wenn wir gerade eben bei dem Thema sind, kann ich auch einfach schon mal mit der nächsten Frage weitermachen, weil die sich sowieso darauf bezieht, nämlich, was sind so die bescheuertsten Dinge, die einen gefragt oder die man zu hören bekommt, wenn man asexuell ist? Well, I mean, I was outed in high school, like outed myself in high school in like 10th grade or something. I don't even know why anymore. I feel like somebody had some stupid conversation, I was just annoyed with it. That's the same way I outed myself in front of my parents. Like my parents always did these weird condom jokes whenever a girl was staying over, and I was so annoyed that I just outed myself because I was like, stop. It didn't really help at all. But it's the same thing probably that happened in my class. Like I probably outed myself over something stupid, and then my entire grade went on for the next 2 years to claim that asexuality isn't real, it's just a phase. I'm just saying that because I'm not in a relationship and all that typical kind of stuff. I heard that every single day. And like the worst part is, I've moved to England like after high school for a couple of months, and when I went back I met again with one of my former classmates, and while we had a normal conversation, she out of the blue then basically asked me if I had any experiences in London that changed my identity, and I was like, what kind of question is that? And also, I thought you would be grown up at this point and not still believing that asexuality isn't even a thing, so that was fun. Wenn ich sage, ich bin Demi, ist es halt auch immer so, um zu dieser Sache mit den Dating-Plattformen zurückzukommen, also ich wurde halt auch einfach voll fetischisiert, so. Du hast dann so, ich wurde so von Pärchen angeschrieben und dann stand so in der Bio, ja, wir wollen unseren Horizont erweitern. Ich war so, tschüss, mach das alleine. Ey, und dann waren die immer so, ja, die finden mich interessant, und ich war dann immer so, ja, wieso denn? Ja, du bist halt was anderes, und du warst so, Alter, well, you're something kind of different irgendwie, du bist so. This is not only my experience, but also the general experience of many youths of my generation in my country. So we are often asked by our relatives, especially at when we have extended family reunions, Family dinners, all like that. This and traditional and festivities. Yeah. The others always ask us, youngsters like 18, 19 years old onwards, like, when would you get married? And also with people who are already married, when will you have kids? That kind of question confuses everyone around my age, but for me as an asexual person, it is extremely confusing and just baffling in general. It just makes me a little bit irritated, and for these kind of questions I always answer that it's not the time yet, and I would like to firstly concentrate to my studying, in general. I can relate to that on another level, because I don't even get asked these questions because no one is seeing me getting married or having kids. Lol. Everyone is just like, yeah, we won't ask you because you won't. Bei mir ist es einfach so, ich glaube,
Die Asexualität ist wirklich das Thema, worüber ich bisher, was meine eigene Personalität und meine eigene Individualität angeht, das Thema, worüber ich am meisten diskutieren musste, was ich doch sehr schade finde. Ich bin lesbisch, das wird von allen irgendwie hingenommen, aber dieses Asexuelle, das können Menschen nicht greifen. Es ist nicht sichtbar. Niemand versteht es. Und es ist das, worüber ich immer und immer wieder diskutieren muss. Egal ob auf Dating-Plattformen oder wenn ich Leute kennenlerne, die das einfach mitbekommen. Ja, was ist das denn? Ja, dann erkläre ich das. Ja, aber du hast doch einfach nur noch nicht die richtige Person gefunden. Nein. Ich habe keine sexuelle Anziehung. Wie soll ich da die richtige Person finden? Ganz ehrlich. Wenn ich es nicht fühlen kann, wenn ich es nicht begreife, wie soll das funktionieren? Und das ist einfach, ich musste so häufig diskutieren darüber und Leuten klar machen, dass es das gibt. Dass Asexualität nichts ist, was man sich einbildet und keine Phase ist, die einfach verschwindet, wenn man sich darauf einlässt. Es ist wirklich einfach nur anstrengend und das habe ich mit keinem anderen Bereich meines Lebens bisher in dem Maße gehabt, dass ich mich dafür rechtfertigen musste, wer ich bin, weil es ist nichts, was man sich aussucht. Man sucht sich ja nicht aus von heute auf morgen, ach, ich bin asexuell, es macht einfach Spaß. Es ist einfach, man kann es halt nicht ändern und das ist das Traurige. Ich habe voll Lust, das immer wieder zu erklären. Ja? Ist das denn dann auch so ein Ding von wegen, ja, du kennst ja nicht alle Menschen auf der Welt? Kommen die dann auch mit dem Argument so? So Ja. von wegen, ja, du kennst ja nicht alle Menschen auf der Welt, woher willst du wissen? Ja. Und ich muss sagen, ich bin ja schon dankbar, dass ich von den härtesten Sachen, die man dann im Internet liest und die Leute, die im Internet damit public gehen, wirklich hört, solche Sachen wie, ja, dir muss es mal richtig besorgt werden oder du musst mal vergewaltigt werden, damit du auf den Geschmack kommst. Ich muss sagen, ich bin so dankbar, dass ich diese Sprüche zumindest nicht gehört habe. Denn ich glaube, das zerstört einen Menschen dann doch auf Dauer. Reicht schon aus dritter Hand. Ja, es reicht schon, wenn man aus dritter Hand hört, dass Asexualität nicht anerkannt ist. Dass Asexualität nicht mal in allen queeren Communities anerkannt wird. Und es sogar zum Teil homosexuelle Menschen gibt, die das nicht anerkennen und die sagen, ja, ihr gehört dann aber nicht zur queeren Community, weil ihr seid ja asexuell. Oder wenn du dann auf Dating-Plattformen bist und dir vorgeworfen wird, dass du da ja gar nichts zu suchen hast, denn Dating-Plattformen sind ja dafür da, dass du mit Leuten flirtest. Wenn du aber diese sexuelle Anziehungskraft gar nicht empfindest, dann hast du da nichts zu suchen, weil du bist ja asexuell. Du hast es ja nicht. Warum solltest du daten wollen? Weil du bist doch asexuell. Also, ich weiß nicht, ich bin da schon mit Sachen zum Glück mittlerweile konfrontiert worden. Alternativen, wo man zum Beispiel auch das angeben kann und dann kann eigentlich keiner sagen, dass man da nichts zu suchen hat, weil du kannst es literally angeben. Ich hatte es angegeben, das war das Witzige. Ja. Ich habe es angegeben, aber diese Person hat nicht verstanden, was es bedeutet. Das heißt, wenn man, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es manchmal so, wenn ich jemanden date oder jemanden kennenlerne, muss ich zum Teil nachfragen, ob die Menschen verstehen, was es bedeutet, dass ich asexuell bin. Einfach weil sonst blöde Kommentare kommen könnten. Ich kenne das von Panromantisch und Demi. Ja. Du musst das eigentlich außerhalb der queeren Community musst du das und auch innerhalb der queeren Community immer wieder erklären, ja, warum denn jetzt panromantisch und nicht pansexuell? Und du bist so, ja, weil ich fick halt nicht jeden. Ja. Ich weiß, ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals eine beste Freundin, jetzt haben wir schon lange keinen Kontakt mehr. Als ich herausgefunden habe, dass ich asexuell bin, ihr Kommentar war, das bist du nicht. Und ihr zweiter Kommentar war, ich laufe ja auch nicht rum und möchte alle Menschen küssen, die mir begegnen. Und ich saß da so und dachte mir so, was hat das eine bitte mit dem anderen zu tun? Das ist doch auch so ein Vorurteil. Als ob man von jedem etwas wollen müsste, nur weil man nicht automatisch auf das oder ausnahmsweise auf dieses Geschlecht steht. Das hat ja das eine Also mit dem imagine anderen being nichts zu tun. sexually attracted to every single person. That sounds insane to deal with. Oh Gott, oh Gott. How do you feel media representation about asexuality? Is there a certain kind of media you know about where asexual people are represented in a good way? Or do you feel there is no or not enough? I can imagine the answer is not enough, but yeah. I don't even pay attention to it much at all. I know there's like sometimes a character, but most of the time, like here in that series, how's it called, Sex Education or whatever, there was an asexual character that was there for like one scene. And I mean, that scene was technically good. The way they explained it was really well made, but then that person just doesn't exist because it's not, as far as I can tell, not really a character that's there or at least relevant in the story, which is like, you technically did a good thing. But asexual people don't disappear after they gave you a definition of what asexuality is. It got forgotten too fast. Das Problem ist, wenn Asexualität dann irgendwie angeschnitten wird, in wirklich
bekannten Serien und Filmen oder dergleichen, dann ist es entweder auf einem humoristischen Weg, wo sich darüber lustig gemacht wird in einem durch. Beispiel Big Bang Theory, Sheldon Cooper. Es wird nicht gesagt, aber es wird impliziert, dass er asexuell ist oder zumindest demisexuell ist. Aber das ist der Fakt oder einer der Fakten, wo sich durchgängig darüber lustig gemacht wird, dass er einfach keinen Sex hat. Und das ist eine der wenigen Sachen, wo ich sagen kann, das guckt eine breite Masse, wo das irgendwie in irgendeiner Form gezeigt wird. Und ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, Shadowhunters gibt es auch noch. Ja. Da gibt es einen Charakter, der Asexualität beschreibt, ohne den Terminus dafür zu verwenden. Das ist auch gut dargestellt, das möchte ich denen gar nicht absprechen, aber am Ende der Serie läuft alles darauf hinaus, dass er Priester wird und es dann so aussieht, von wegen, er macht das nur, weil er ja keusch leben muss, weil es einen religiösen Zweck hat. So habe ich das dann nämlich ausgelegt am Ende, denn diese Auslegung hat sich mir aufgedrängt, als es dann hieß, ja, ich bin in die Kirche gegangen und werde jetzt Priester, wo ich mir nur so denke, ach, ist das alles, was asexuellen Menschen zusteht, dass wir sagen können, wir leben keusch und haben damit keine Probleme? Und ich finde schon, abgesehen von einigen Dokumentationen, die gut sind, ist das sehr, sehr unterrepräsentiert. Es wird so gut wie gar nicht irgendwie thematisiert oder gezeigt. Wir sind nicht sichtbar, denn wer außerhalb der Bubble guckt sich Dokumentationen über queere Menschen an, vielleicht dann noch kleiner, gerade im queeren Spektrum, wer guckt sich dann noch Dokumentationen über Asexualität an? Und wenn man in asexuellen Foren unterwegs ist, Menschen weisen sich geradezu darauf hin, oh mein Gott, es gibt endlich mal etwas, oder hier gibt es mal eine der wenigen Sachen, wo Asexualität betrachtet wird, wo Asexualität thematisiert wird. Und selbst da musst du schon darauf hingewiesen werden, guck mal da, endlich werden wir mal beachtet, wir werden mal sichtbar. Also viel zu wenig auf jeden Fall, da muss viel mehr gemacht werden. Und es sollte auch in Serien Charaktere geben, wo das nicht verspottet wird oder auf eine religiöse Schiene geschoben wird. Von wegen, er muss ja keusch leben, weil er ja Priester werden möchte. Sondern ich finde, es fehlt wirklich ganz klar ein asexueller Charakter in irgendeiner beliebten Serie, der nicht nur thematisiert wird, wie in Sex Education, sondern wirklich der dabei bleibt und der wichtig ist, der quasi einer der Protagonisten der Serie ist oder des Filmes ist. Das fehlt definitiv. Due to a recent attack that happened at one of the Pride parades not far from here, we decided to include the topic of queerphobic attacks in this video. Now, if that's a triggering topic to you, I would advise you to just skip it. We're gonna include timestamps anyway for everything. But first of all, let's talk about what happened. Ja, auf dem CSD in Münster hat ein junger Transmann sich zwischen einen homophoben Menschen und lesbische Frauen gestellt, die dieser angegriffen hat. Er hat versucht, die Situation aufzuklären und zu schlichten, wurde dann gewalttätig angegangen, ist umgefallen mit dem Kopf auf den Boden, ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, ist dort ins künstliche Koma versetzt worden und ist gestern an diesen Verletzungen gestorben. Recently I've noticed a lot of attacks as well, increasing, and I don't know where it comes from, but it seems to get worse every week, and I don't know, I want to talk about what experiences we all have with that, because it's a very serious topic and it's affecting a lot of our lives at this point. I wrote a paper in the school according to transphobic violence, and I mentioned some statistics from the last 3 years, which showed that queerphobic and transphobic violence is increasing, especially due to the people which are in the age of 18 to 25. And it all arranged between verbal harassment and actually violent attacks. Mir ist halt letztes Jahr auf dem CSD in Gelsenkirchen was passiert. Ein Freund von mir hat mich da abgeholt am Bahnhof und weil der Aufzug nicht funktioniert hat, bin ich halt die Treppe runtergelaufen und dann waren da halt so ein paar 15-Jährige, die meinten, die würden mich halt die Treppe runtertreten. So, und meinten halt, ihn als Schwuchtel zu bezeichnen. Der hat im Endeffekt abends dann auch nochmal mit einer Gruppe aus auch Transleuten, wurde der dann auch angegangen. Auch wenn das relativ unsichtbar ist, weil das ist halt so sehr versteckt, aber es passiert halt immer wieder. Und ja, ich gehe halt auch einfach mit der Einstellung auf CSDs, dass ich weiß, ich muss auf mich aufpassen und auf die Leute, mit denen ich unterwegs bin.
Und das ist halt schon irgendwie komisch, schon mit der Einstellung auf so eine Veranstaltung gehen zu müssen, weil man ja eigentlich zu CSDs fährt, um Sichtbarkeit zu feiern und einfach zu zeigen und stolz auf sich sein zu können. Und dann muss man halt einfach damit rechnen, dass man geschlagen wird. So. Das ist nicht so cool. Ich mache mir da halt auch oft einfach Angst, Sorgen um jüngere Kinder, weil es viele jüngere Besucher auf CSDs gibt. So. Ja, die Situation hatte ich vor kurzem. Ich war auf dem CSD Köln und wurde bei der Rückfahrt am Hauptbahnhof angegriffen. Nur weil meine Flagge noch lose an meiner Tasche hing. Aber da muss ich sagen, ich hatte noch Glück gehabt, weil mit mir ist noch ein Jugendlicher ausgestiegen. Der war deutlich kleiner als ich und jünger. Ich konnte mich verteidigen, ein Kind wahrscheinlich nicht. Ja, eben. Ich habe halt auch eine Kollegin, die arbeitet im sozialen Bereich, die ist Sozialarbeiterin und die leitet bei uns in Gladbeck in dem Kinder- und Jugendhaus die LGBT-Gruppe und ich habe sie halt gefragt, ob sie die CSDs besucht. Da hat sie mir erklärt, dass sie das nicht macht, aufgrund der Gewalt auf CSDs, aber sie hat mir erklärt, dass sie zum Beispiel die Kids, die dort in die Gruppe gehen, halt hat sie begleitet auf den CSD in Essen, weil sie gemeint hat, ich will nicht, dass sie da zusammengeschlagen werden so. Und ich finde das halt krass, dass man bei so 13-, 14-Jährigen schon gucken muss, dass die da nicht alleine hingehen, damit die nicht den Arsch versohlt kriegen. So. Ja, also selbst ich, eine ziemlich große und nicht gerade dünne Person, habe schon das ein oder andere mir anhören müssen. Seien es jetzt die klassischen Beleidigungen beim Vorbeigehen oder auch, dass man von einer Gruppe von vielen Menschen umzingelt wird und wirklich fürchten muss, jetzt Gewalt zu erleben, ohne die Möglichkeit, Hilfe zu holen. Man fühlt sich in so einer Situation nicht nur stark gestresst und es traumatisiert einen auch auf lange Sicht. Es ist auch einfach eine Situation, aus der es kein Entkommen gibt. Und viele unterschätzen diese Art von Stress, die man dann dabei empfindet. Und das nur aufgrund dessen, wie man ist oder wen man liebt. Und leider hört das nicht auf, wenn man ohne Flagge aus dem Haus geht, weil sobald man sich im Internet auch als queere Person zeigt, geht es da weiter. Mir wird auf Twitter oder in anderen Diskussionsspalten auf Instagram und Co. häufig gesagt, dass man mit mir nicht reden kann, weil ich die deutsche Sprache mit meinen Neopronomen, weil ich nicht nur männliche Pronomen benutzen möchte, sondern auch neutrale, die es nun mal noch nicht im Deutschen gibt. So, und wenn ich sage, dass ich sie benutzen möchte, wird mir gesagt, ich soll doch bitte diese Diskussion verlassen, weil mich kann man sowieso nicht ernst nehmen, weil ich die deutsche Sprache nicht ernst nehme. Das ist nun mal etwas, was einem tagtäglich widerfährt und das ein ganzes Jahr über und deswegen sind so CSDs übrigens auch eine wunderbare Gelegenheit, einfach mal respektiert zu werden, da fühlt man sich wohl. Und gerade da sollten dann Schutzmaßnahmen ergriffen werden, damit solche Stresssituationen überhaupt gar nicht erst entstehen. I never really had any trouble with like anybody attacking me, which is why it's really baffling to me lately, because in the last couple of weeks I was attacked multiple times because of my hair color apparently, which it wasn't rainbow at that point, but it was blue, and I had blue hair for like 1.5 years, and nobody ever said a thing, nobody ever cared. But then from one day to another, suddenly there were like insults, there were people slamming against like tram windows when I sat inside of them for whatever reason. I don't know if they're trying to scare me or whatever the hell, but like this has been increasing lately. There was also somebody who literally just punched into my face. It's very strange to me how it's currently suddenly out of nowhere increasing when it never happened before and I was fine for ages to come. Dabei definiert dich deine Haarfarbe eigentlich nicht als queere Person. Jeder Mensch kann eine andere Haarfarbe haben. That is correct, but if you asked like 90% of people, they would always define colored hair as being queer for whatever reason. Like if I see somebody with green hair, I wouldn't assume they're queer, but most people do. And therefore, if they attack my hair color, it's likely that they assume I'm queer as well. Klassisches Vorurteil. Was mir dazu auch einfällt, ist bezüglich der Sache mit der Polizei. Ich und mein Kumpel haben, als wir da angegriffen wurden, die Polizei aufgerufen und die waren so, ja, wir können uns jetzt drum kümmern. Ich habe einfach so ziemlich das Gefühl, dass auch die Polizei, die halt auf der Demo ist und mit der Parade mitläuft, da einfach auch mega unaufgeklärt ist und da irgendwie, ja, da nicht so effektiv ist. I mean, there's literally Nazis waiting at the main station right now. Probably, yeah. Yes. It's gonna be very safe to go home in a couple hours. Ja, ich meine, der Typ, der mich angegriffen hat, der ist ein bekannter Wrestler. Den kennt jeden.
Der CSD ist halt nicht nur ein Ort, wo wir für unsere Rechte kämpfen und sobald sich das auflöst, sind wir alle nicht mehr als queere Menschen zu erkennen oder sicher. So, der CSD ist etwas, was halt Sichtbarkeit zeigen soll, weswegen wir unsere Flaggen mitnehmen. Und diese Flaggen nehmen wir auch nach Hause. Wir lassen sie ja nicht beim CSD. Und das Konzept, das Schutzkonzept fehlt einfach, dass wir auch auf dem Heimweg sicher sind. Eine Zusammenarbeit zwischen Polizei vom entsprechenden Bundesland und der Bundespolizei am Hauptbahnhof fehlt einfach komplett, weil sobald wir den Bereich vom CSD verlassen, sind wir dann quasi auf uns allein gestellt. Und das darf eigentlich nicht sein. Der CSD ist keine klassische Demo. Der CSD ist etwas so anderes, dass wir auch ein anderes Konzept brauchen. Und das fehlt halt komplett. Das ist ja auch keine Fußballveranstaltung. Ja, Ich glaube, da werden die Maßnahmen ein bisschen anders. Also, dass wir jetzt hier sitzen und gleich zum Hauptbahnhof zurückgehen und in Gruppen zum Hauptbahnhof zurückgehen müssen, damit wir da nicht angegriffen werden und eventuell werden wir trotzdem angegriffen. Die Polizei, die vorhin bei der Demo war, die ist ja jetzt bestimmt nicht mehr. Das ist so dieses Problem. Es ist großartig, dass wir solche Gemeinschaften haben, dass wir für unsere Rechte demonstrieren und dass wir wirklich für Sichtbarkeit sorgen. Doch man muss, oder ich weiß nicht, wie es allen anderen geht, doch sobald man sichtbar wird, bringt man sich selber auch in die Gefahr, dass man eben halt Angriffen ausgesetzt ist. Egal ob verbaler oder physischen Angriff. Man rechnet quasi damit, oh, ich werde heute sichtbar, heute kann es mir passieren, dass ich zusammengeschlagen werde oder dass ich verbal angegangen werde und dass ich es vielleicht nicht sicher nach Hause schaffe. Und das war auch mein einziger Grund, hier zu überlegen, ob ich bei einem solchen Videoprojekt mitmachen möchte, weil ich das unterstütze, weil ich es großartig finde, was wir hier machen, aber weil man gleichzeitig in dieser Gefahr ist, ich werde dadurch sichtbar, ich gebe Leuten damit die Möglichkeit, auf mich loszugehen und mich anzugreifen. Mir ist bisher noch nichts passiert. Aber ich muss auch dazu sagen, man sieht es mir nicht an. Man sieht mir nicht an, dass ich lesbisch bin, man sieht mir nicht an, dass ich asexuell bin. Ich gehe in die Gothic-Szene, das sieht man mir an und dafür werde ich nicht angefeindet. Da gibt es dann vielleicht Kinder, die einem hinterherrufen, hey du Emo oder so. Aber das war's. Viel mehr ist es einfach nicht. Aber sobald man sagt, oh, ich bin zudem noch ein queerer Mensch, macht man sich angreifbar, weil das ist etwas, wo Leute jemanden für angreifen. Und das finde ich so schlimm, dass wir uns dafür rechtfertigen müssen, dass wir so sind, wie wir geboren worden sind. Und dass wir dafür riskieren müssen, wirklich Anfeindungen zu bekommen. Und solange das der Fall ist, ist es umso wichtiger, dass wir irgendwas machen. Dass wir Leute aufklären, dass wir sagen, guck mal hier, wie mit dem Fall Malte, hier ist jemand zusammengeschlagen worden, nur weil er ist, wer er ist und weil er andere dafür verteidigt hat, dass sie ebenfalls queer sind. Man muss leider auch sagen, es beginnt oft nicht mal erst, wenn die Demo vorbei ist, oft fängt es schon auf der Demo an. Gerade wenn ich von diesem Jahr mal nachdenke, dadurch, dass ich jetzt von vielen zu hören auch bekomme, was passiert, habe ich auch einfach gehört, wie viele jetzt gerade Puppies auf dem CSD nicht nur beschimpft wurden, sondern teilweise auch angespuckt wurden von der eigenen queeren Community. Ja. Wie oft wir verpisst euch, ihr seid pervers, pädophil und wer weiß was gehört haben, weil die Menschen uns nicht verstehen, anstatt einfach nachzufragen, weil die lieber mit Sachen, die sie mal irgendwo gehört haben, ankommen und nicht erstmal hinterfragen, ob das vielleicht stimmt. Und gerade auch online ist es bei uns dieses Jahr extrem geworden, wie viel Hass da kam und auch teilweise Hetzjagden auf uns gemacht wurden mit, wenn ich euch finde, wir töten euch. Das Problem mit der Intoleranz in der eigenen Community, das kann man leider in letzter Zeit verstärkt beobachten. Selbst queere Vereine, dieses Jahr passiert, richten sich gegen Teile der Community, einfach weil sie einen bestimmten Teil nicht verstehen und nicht verstehen wollen. Das ist ein Riesenproblem und da müssen wir halt gegen ankämpfen, weil queer sein bedeutet nicht schwul, lesbisch, bi, vielleicht noch binär, trans und das war's. Nein, die queere Community ist ein weites Spektrum und allein geschichtlich gesehen gehören fetische Nummern auf den CSD. Das ist seit Tag 1 der Fall und das muss auch so beibehalten werden. Und nein, es ist nicht pervers. Ja, das ist vollkommen normal. Manche Menschen mögen morgens einen Kakao zum Frühstück, manche trinken Tee, manche trinken Kaffee. Was die eigene Präferenz ist, es sollte egal sein. Und solange sie das nicht ist,
müssen wir auf CSDs und gerade die kleinen Gruppierungen, die noch so angefeindet werden, müssen sich dort zeigen. Und dort sind sie aus meiner Sicht auch absolut herzlichst willkommen, weil genau dafür ist ein CSD da, um diese Vielfalt zu zeigen. Zu zeigen, wir sind nicht einfach nur das schwule Pärchen, das lesbische Pärchen und der Transmensch. Nein, wir sind noch viel, viel mehr, aber auch das. Und das ist wichtig, dass wir auch in der Community einen Zusammenhalt finden. Und da fand ich es auch besonders stark von den kleineren Gruppierungen, die sich im Internet zusammengetan haben, sich untereinander geholfen haben, um auch gegen diese Anfeindungen aus der eigenen Community vorzugehen, weil das ist der Sinn und Zweck hinter einem CSD, das ist der Sinn und Zweck hinter dieser Community und der muss beibehalten werden. Es macht vor allem auch einfach nicht viel Sinn, dass wir uns gegenseitig zerstören, so, weil einerseits haben wir die Gewalt, die von außen auf uns einwirkt und wir können nicht dann noch uns gegenseitig innerhalb der Gruppe spalten und jetzt sagen, okay, wir gehen aufeinander los, so, weil das macht es halt nicht besser, für alle nicht. So. Nehmen wir das mal komplett aus dem Fokus und sehen uns mal die komplette Bevölkerung an, in der wir leben. Ich sehe da eine Problematik allein schon in der Zivilcourage. Helfe ich heute jemandem, dann dauert es ganz lange, bis mal jemand dazukommt oder mithilft. Wenn was geschieht oder es nach Stress aussieht, dann gehen andere schon komplett auf Distanz und wollen damit nichts zu tun haben, weil sie ja Angst haben. Ne? Ja. Weil sie vor allem nicht wissen, dass sie mehr tun können, als nur dazwischen gehen und sich selbst in Gefahr bringen. Die meisten Leute verbinden mit Zivilcourage ja auch, dass man wirklich hingeht und versucht jetzt die komplette Situation zu entschärfen. Aber nein, du kannst andere Leute mobilisieren, du kannst zur Not Polizei rufen und einfach nur dich laut machen, zeigen, dass das, was passiert, gesehen wird. Das hilft schon in ganz vielen Fällen, dass die Anfeindung endet. Ja. Zivilcourage kann sein, das Handy rauszunehmen, den Vorfall aufzunehmen und laut darauf aufmerksam zu machen. Hier passiert gerade Unrecht. Ja. Und das mit einem Sicherheitsabstand, das ist auch Zivilcourage, sich hinzustellen, zu sagen, so, ich nehme das hier auf, das wird bei der Polizei landen, es wird in der Statistik mitlanden und hier passiert gerade Unrecht. Guckt hin, nehmt auf. Das Problem ist aber, dass Zivilcourage meistens falsch verstanden wird. Man denkt, man muss sofort eingreifen, wenn jemand angegriffen wird und sich selber in Gefahr bringen. Also machen viele Menschen es nicht, weil wenn man dann hört, da hat jemand eingegriffen und ist jetzt tot. Ja, das ist super abschreckend. Natürlich helfen da nicht alle. Wenn du etwas siehst, hol Hilfe. Zum Beispiel in meinem Fall. Es hat geholfen, wenn irgendjemand nicht eingreift, sondern einfach nur in den Bahnhof läufst. Ein paar Meter weiter bei Security. Einfach die sagen, hey, da passiert etwas. Oder wenn etwas auf der Straße passiert, läuft in irgendeinen Laden rein, geht zur Kasse, gibt Bescheid. Ich habe in einer Kasse gearbeitet. Wir werden dazu eingewiesen. Wenn irgendwas passiert, wir sollen nicht eingreifen. Wir sollen sofort den Notruf wählen. Wir haben auch meistens eine eigene Security, mit denen wir arbeiten. Und würden alle Menschen Zivilcourage zeigen oder ein Großteil, dann Einfach wäre es mehr. ja auch nicht mehr so gefährlich. Ja. Das macht ja einen Unterschied, wenn du 2 Angreifer hast und dann eine Person sich dazwischen stellt oder wenn du 2 Angreifer hast und 10 Personen sich dazwischen stellen. Das macht einen riesen Unterschied und das kann schnell deeskalieren, wenn viele Menschen hingucken und einfach nur sagen, da sind wir gegen. So, und es, wie gesagt, aufzeichnen. And there's a huge difference to no one doing anything, because if there's no reaction from anyone whatsoever, the people attacking feel like they're in the right and nobody cares. So that's going to increase everything. I mean, when that thing in the tram happened to me the other day where somebody actually punched me in the face, nobody did bat an eye. They all just stared at me and I was like, thanks for that great reaction. Wenn jeder denkt, ja nee, ich muss mich da jetzt nicht drum kümmern, weil irgendwer wird das schon tun, die denken das halt alle. Und im Endeffekt tut halt, wie du sagtest, keiner irgendwas, weil alle denken, ja, irgendwer wird schon den Mund aufmachen. Ja. Ich fühle mich, alle haben alles gesagt, was sie sagen wollten? Ja. Okay. So right now I'm joined by 2 pups to talk about the topic pub play. So first of all, how did you get to become a pup and what does it mean for you? Ich bin zum Pubplay gekommen, es war vor circa 3 Jahren. Es war bei mir einfach eine sehr schlechte Zeit. Ich hatte gerade sehr viel Schlechtes hinter mir. Und ich habe zufällig auf Instagram irgendwann mal ein Bild von einem Puppy auf einer Pride gespeichert gehabt, weil es einfach für mich sehr interessant aussah, das Bild. Es war knallbunt und die Person da drauf hatte einfach extrem Spaß, das hat man angesehen. Und in der Zeit habe ich dann einfach gemerkt, okay, es sieht interessant aus, ich möchte mich da mal informieren. Habe mich dann angefangen zu informieren und meine erste Hund bestellt.
als ich die dann auf hatte, habe ich gemerkt, dass es mir einfach Spaß gemacht hat. Ich einfach mal abschalten konnte von meinem menschlichen Leben, von den Problemen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte und es einfach alles mal beiseite schieben konnte und vergessen konnte, mich einfach wieder ein bisschen glücklich ausleben konnte. Und was bedeutet Pub sein für mich? Für mich bedeutet es gerade recht viel vom menschlichen Leben einfach mal abzuschalten, die Probleme und Sorgen zu vergessen, ein bisschen das innere Kind wieder rauslassen können als Ausgleich zum Alltag und eben dieses Intuitive und Verspielte, was Welpen an sich haben, zu bewahren in dem Moment. Ja, bei mir ist es ganz lustig gewesen. Ich habe mich ja für das Rollenspiel schon ein bisschen länger interessiert, auch für den BDSM-Bereich und habe irgendwo eine Brücke gesucht, weil ich mich nicht so ganz in dieser Branche halt gefunden habe. Und gefestigt hatte sich das eigentlich vor fast einem Jahr während meiner Reha, weil ich dort in einer bestimmten Gruppe auf einen Puppy getroffen bin und habe dann mal näher gefragt, was macht ihr so, wie macht ihr das? Und habe das dann irgendwann durch mehrere Recherchen und Anfragen halt, habe ich mich da reinempfunden. Ich hatte am Anfang die Problematik, dass ich nicht Aushänge gehen konnte und auch Ängste hatte, jetzt in der Gay-Community Anschluss zu finden. Auf einmal hat das dann geklappt. Ich hatte dann Gelegenheit, bei den Puppys halt dazu zu kommen. Und habe da so meinen Freundeskreis dann gefunden. Und für mich ist das Ganze erstens mal ein Rollenspiel. Das zweite ist es irgendwie ein Training für mich, positive Eigenschaften vom Rollenspiel mit ins menschliche Leben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit rüberzunehmen, wie die Offenheit, die ich im Puppyplay halt entwickelt habe, zu vereinen. Das sind so kleine therapeutische Dinge. Und ansonsten ist es halt die Zugehörigkeit, auf der einen Seite halt ein bisschen auch die sexuellen Fantasien ausleben vielleicht. Ein wichtiges Ding ist natürlich, ich war suchtkrank, das waren auch sehr schwerwiegende Süchte und davon loszukommen. Nicht darüber nachzudenken, sondern einfach nach vorne gucken, meine Rolle spielen und die Zeit, die ich halt verkonsumiert habe, einfach mit dem Rollenspiel auszugleichen. Follow-up question that doesn't really necessarily fit as a follow-up question, but anyway, since that's a very important topic of why I plan to do this documentary to begin with. It's like sometimes when you write a question in German, it makes complete sense, and then you try to translate it and it doesn't make sense at all anymore. How do you feel about how society views pups and how they're represented in the media? Ich denke, wie es in der Gesellschaft zurzeit gesehen wird, sind die Puppies oft immer so, ja, es ist eine sexuelle Sache dann für die meisten in der Gesellschaft. Fetisch muss sexuell sein, man muss damit Sex haben wollen, das muss so sein. Je nachdem, in was für einer Gruppe man ist, kommt auch dazu, dass noch weitergegangen wird und gesagt wird, okay, wenn du ein Puppy bist, heißt das ja auch, dass du unterwürfig sein musst, du möchtest dominiert werden, du musst der Passive sein. Als Puppy hört man aus der Gesellschaft schnell diese typischen Vorurteile, die gar nicht wirklich zutreffen, gerade in Deutschland, da sich dort die Community recht stark in verschiedene Richtungen entwickelt hat und es hier eben eine recht große soziale Seite gibt, wo es einfach wirklich darum geht, andere zu treffen, zu spielen, sich auszutauschen, zusammen abzuschalten, zusammen auch irgendwie probieren, Probleme zu überwinden. Und das wird in der Gesellschaft oft einfach gar nicht wirklich gesehen. Und auch über die sozialen Medien und allgemein die Medien wird oft eher so diese sexuelle Seite verbreitet und Bilder, auch wenn sie in einem sozialen Content entstanden sind, werden dort gegen uns schnell verwendet und es wird einfach irgendwas dahinter gelegt, was in dem Moment gar nicht zugetroffen hat, von Personen, die gar nicht dabei waren, die das aber selbst meinen und uns dann das unterstellen in dem Moment. Darum sind die Puppies zurzeit auch sehr vorsichtig, ob wir überhaupt noch Bilder mit Kindern machen oder anderen Minderjährigen, weil es einfach jetzt vermehrt Fälle gab, wo die Eltern teilweise selbst gesagt haben, wir möchten die Bilder unbedingt, weil sie es einfach schön fanden. Und dann wurden diese Bilder aber gegen uns verwendet, dass wir pädophil und pervers seien, nur weil ein Kind mit uns da drauf ist und dass er uns sexuell dann anmachen würde, wo wir auch gesagt haben, nein, das ist für uns ein Moment, wo wir abschalten, nicht wo wir jetzt unbedingt sexuell erregt sind. Das ist für uns gerade der Moment, wo wir in einer anderen Welt im Kopf sind und einfach einen Ruhepol haben. Das ist immer ganz schwer für mich, auf diese Frage irgendwie zu antworten. Ich habe ja bis jetzt immer nur Positives erfahren. Auch beim CSD war ich ja mit meinen Selbsthilfegruppen
war ich hier unterwegs und ja, muss sagen, meistens positiv immer, weil ich halt auch Leute angemalt habe und Bälle verschenkt habe und mich mit denen unterhalten habe. Die wollten einen umarmen. Also ich fand das bis jetzt immer gut. Schwierig finde ich es tatsächlich in den eigenen Reihen, wo die Problematik ist und nicht in dieser großen Community. Ja, da sind auch vielleicht welche, die damit ein Problem haben, aber die meisten, naja, sagen sich, das ist, wenn du das gerne machen möchtest, warum denn nicht? Ne? Alright, so as a person that just came here from Vietnam like 2 days ago, I have sort of a loaded question for you. Since Vietnam isn't really represented in media here and nobody really talks about Vietnam at all, I would like to know what the situation for queer people is like over there and what differences you see from your first impressions here. Okay, so I would say that we still have a lot to work on in Vietnam. The older generation still have lots of prejudices for queer people, but the younger generations are now more open to new ideas, and there are lots of organizations for queer people right now in Vietnam already. So in the upcoming days in Vietnam, in September 25th, there is going to be a pretty large Pride parade in Hanoi, our capital city. It's called Hanoi Pride, and it is organized by some organizations. There are organizations for asexual people, for transgender people, and just queer people in general. And about politics and legislatures, we also having some changes right now. And since 2016, the law allows us to change our genders in our documents already, and there is also a draft for a law for transgender people in gender transition. It's being discussed in our National Assembly right now, and it should come out in like 1 year or something. And our law for family and marriage is also being reviewed in like 3 years, and there are now campaigns for advocating for same-sex marriage. So right now, it is really interesting, and our progress are not exactly fast, but yeah, we do have progress right now in Vietnam. Did you feel like the situation was different from what you saw in Germany now? Like, do you feel like we're more progressive, or do you feel like it's more on the same level, essentially? I would say Germany is much more progressive than Vietnam in this situation. I've learned that the Germans are really open to queer people, queer identity. So, but I have not experienced it that much because I've recently come here. So yeah, there's still more to experience. Right. Alright, we've reached the end of this documentary. I don't really have a proper ending for this. As you could probably tell in some of the clips, we didn't really have a good timing with filming. It got very dark in some of the clips. So there were actually some topics we had to leave out. Again, that's a topic for next year. Again, this is not necessarily the type of content I do all the time, but I will make more documentaries about the queer community in the future for sure. I hope you enjoyed this video. If you did, please leave a like. Comment down below anything you want to comment down below. I would love to have more opinions added to the conversations we had. And hopefully see you around the next time I do a video like this. Bye!